Halloween-Event ist eigentlich ganz nice. Grundsätzlich. Aber Fly Universe hat einfach das Problem, dass die Events zu lange gehen und zu wenig Abwechslung bieten und meistens auch die Belohnungen nicht so gut sind. Stimmt jetzt beim Halloween-Event nicht. Das ist ein langweiliges Event, das wenig Abwechslung bietet, aber die Belohnungen sind tatsächlich ziemlich gut. Aber für den Großteil des Jahres 2024 waren die Belohnungen schlecht, wenig bis keine Abwechslung. Und ja, also ich weiß nicht, warum sie das so machen, aber die Event-Designs, Event-Gestaltung, Event-Durchführung dieses Jahr war mit Abstand die schlechteste, glaube ich, seitdem das Spiel existiert, seitdem Fly Universe existiert. Und ich befürchte, dass das Weihnachtsevent halt irgendwie auch wieder ass wird. Also ich hoffe nicht, weil Weihnachten ist echt wichtig, weil da viele Leute spielen wollen. Und wenn das Event nicht erste Sahne ist, wirst du halt vielen Leuten, du wirst uns Weihnachten zerstören. Du wirst uns Weihnachten stehlen. Ja, das jetzt vielleicht nicht, aber es wird schon heftig sacken, weil die Leute an Weihnachten so oder so zurückkommen. Und wenn sie halt ein beschissenes Event vorfinden, werden sie halt schneller wieder gehen. Und wenn sie ein geiles Event vorfinden, werden sie halt länger bleiben. Ist ja ganz klar. Dieser Weihnachtstrubel, der fängt so, ja, spätestens Mitte Dezember bis kurz vor Weihnachten fängt es eigentlich an, wo die Spielerzahlen eigentlich wirklich immer stark steigen. Ich würde sagen so 30-40% bestimmt. Und das kann bis Mitte, Ende Januar normalerweise anhalten. Weihnachtsevent geht ja auch normalerweise 4-5 Wochen. Mitte Dezember bis Mitte Januar. Und oft halt, wie gesagt, wenn das Weihnachtsevent richtig gut ist, das war schon bei Fly PC so, bleiben die Leute, die dann wirklich eigentlich nur wegen Weihnachten wieder zurückgekommen sind, bleiben dann eigentlich relativ lange wieder da, bis halt das erste Event kommt, was irgendwie wieder ätzend ist oder so, oder bis sie halt einfach burnt out sind, was die meisten Leute nach so 1 bis 2 Monaten sind ja so Casual-Spieler oder Nostalgie-Spieler, sind ja nach 1-2 Monaten meistens wieder draußen für eine Weile. Und ja, genau das muss halt so kommen. Und wenn halt also ich meine angenommen, das Weihnachtsevent ist wirklich auch nur so wie das Halloween-Event eine Sache mit vielleicht sogar schlechteren Belohnungen, also dann wird es auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass die Leute eher lange spielen wollen werden. Also es steht und fällt schon ein bisschen mit dem Weihnachtsevent, aber also das Gute ist, nicht nur, das Weihnachtsevent hat sicherlich seinen Beitrag oder hat seinen Anteil daran, wie gut die Spielerzahlen sich die nächsten 1-2 Monate entwickeln werden. Das Gute ist aber, dass wir jetzt noch ein Update bekommen, wahrscheinlich oder vielleicht noch im November, demnächst auf jeden Fall. Und an Weihnachten die Leute sowieso zurückkehren. Also selbst wenn das die Weihnachtsevent dieses Jahr floppen sollte, haben wir noch 2 andere Faktoren, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Spielerzahlen die nächsten 2-3 Monate eher wieder steigen werden. Und wahrscheinlich sogar stark steigen, weil Update plus Weihnachten. Oder das Update sogar fast bis zur Weihnachtszeit kommt. Oder vielleicht kommt es diesen Donnerstag, keine Ahnung. Weiß man ja noch nicht. Aber für die Leute, die die ganze Zeit sagen, dass die Server tot sind und keiner mehr spielt und so unzufrieden sind momentan, für die sollte es sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Aber ich denke nicht, dass Gala das Weihnachtsevent verkackt. Also ich hoffe es wirklich nicht, dass sie das Weihnachtsevent verkacken werden. Weil die ja selber wissen, dass es eigentlich wichtig ist. Also sie müssten eigentlich selber wissen. Also ich meine, gut, ich weiß es natürlich nicht sicher. By the way, es ist nur meine subjektive Beobachtung, dass an Weihnachten immer die meisten Leute spielen. Aber die müssten es ja auf jeden Fall wissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass Weihnachten wirklich so All-Time-High ist. Abgesehen von FEC natürlich. Also FEC ist so eine besondere Situation, das gab es ja früher nicht. Während Fly PC zum Beispiel. Aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zahlen während Weihnachten die letzten Jahre nicht sehr viel niedriger waren als während dem FEC. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, es war Weihnachten 2022 bei Fly Universe. Da war es wirklich brutal voll. Das war das Event mit den Schneebällen.
und diesen Amplis, wo jeder einfach so 50 Amplis bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr wofür, ehrlich gesagt. Aber es war dieses Event, wo du so geistesgestört viele Belohnungen bekommen hast. Und gut zugegebenermaßen, ein Teil des Weihnachtsevents war literally, dass du einfach online bist. Das hat sicherlich dazu beigetragen, keine Frage. Aber auch 2023 an Weihnachten war viel los. Also ist es immer Weihnachten, ist einfach immer. Das ist die Zeit, wo die Leute einfach den ganzen Tag daheim sitzen und sich fragen, was sie tun sollen. Und dann kommt Flive Universe und sagt, gib mir 500 € und ich mache dir ein paar Wochen eine schöne Zeit. Das geht natürlich auch ohne die 500 €. Aber eigentlich, also ganz ehrlich, das Einfachste wäre, ist auch die Frage, warum sie das nicht machen, vielleicht machen sie es dieses Jahr, wäre eigentlich, wenn sie literally das gleiche Weihnachtsevent machen würden wie 2022. Und ganz ehrlich, es würde ihnen keiner übel nehmen, wenn sie die Belohnungen ein kleines bisschen verschlechtern. Also ich meine mich zu erinnern, ich habe da literally ein Video drüber, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie es heißt. Aber ich glaube, ich habe nur die Amplis, die man da bekommen hat, zusammengerechnet. Und damals hatte ich ja viel weniger Charakter. Damals hatte ich ja nur 8 oder 10 Charakter vielleicht. Und ich meine, ich habe da irgendwie mal ein Video hochgeladen. Amplis im Wert von irgendwie 46.000 F-Coin oder so habe ich da bekommen. Nur von einem Teil-Event. Das war nicht das gesamte Weihnachtsevent, sondern es war nur ein Teil-Event und es waren nur Amplis. Natürlich verteilt auf 8 Chars. Aber das musst du dir aber auf der Zunge jetzt ergehen lassen. Einfach nur Amplis im Wert von fast 400 € oder so. Und das heißt, selbst wenn sie die Belohnungen halbieren würden, wäre es immer noch ein geistesgestört gutes Event. Sie könnten sie sogar fünfteln, nur ein Fünftel der Belohnungen von damals raushauen. Und es wäre immer noch ein saugutes Event. Also deswegen bin ich auch nicht so hundertprozentig sicher, warum sie es nicht einfach nochmal machen. Ich meine, klar, 2022 muss man auch noch dazu sagen, war natürlich das Release-Jahr. Also da waren natürlich auch noch viele Leute vom... Wobei man sagen muss, ich meine, das Spiel ist im Juni released und Weihnachten 6 Monate später. Also Leute, die nur wegen dem Release gespielt haben, waren da eigentlich auch schon längst weg, kann man sagen. Also, ja, kann man so und so sehen. Aber ich würde sagen, das Event damals war schon extrem effektiv, weil es hat die Spieler zufriedengestellt. Gala müsste auch grundsätzlich zufrieden gewesen sein, weil so viele Leute gespielt haben. Deswegen, und es ist immer noch, viele Leute schwärmen immer noch von diesem Event und sagen, dass es das beste Event aller Zeiten war. Ich meine, war es ja auch. Es war das beste Event aller Zeiten. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie es nicht einfach nochmal machen. Generell, die 2022 Events waren pretty good. Aber Weihnachten war das Beste. Also das Beste, was uns passieren kann, ist eigentlich, Gala sagt, Weihnachten 2022, wir kürzen ein bisschen die Belohnungen, weil es schon echt heftig war. Zu heftig. Könnte man absolut nachvollziehen, wenn sie das machen. Könnte man ihnen auch nicht wirklich übernehmen, weil die Belohnungen waren echt schon zu krass. Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, wie heftig das Event war. Und fertig. Das wäre eine sichere Sache. Weil immer, wenn sie was Neues probieren, ist halt so, das kann halt auch schief gehen. Und dann kann man halt auch dazu sagen, ich meine, du hast so viele Events, die keine wirkliche Rolle spielen oder die nicht so wichtig sind. Also Halloween und Weihnachten, würde ich sagen, sind eher so große Events. Neujahr-Event ist vielleicht noch groß. Aber ich meine, sowas wie St. Patrick's Day zum Beispiel oder so. Also wenn du wirklich neue Formen von Events ausprobieren willst, irgendwas Innovatives dir überlegen willst, irgendwas Interaktives als Event, so wie das mit den Würfeln oder auch tatsächlich sowas wie jetzt mit den Pumpkins, das kannst du ja testen. Aber ich würde es halt nicht an den wichtigsten oder an den größten Feiertagen, Events, Seasons des Jahres testen. Also wenn du jetzt wirklich ein neues Konzept von dem Event testen willst, würde ich es halt nicht an Weihnachten testen. Das würde ich an fucking Valentinstag oder irgendeinem anderen relativ unwichtigen Ereignis testen, wo das dann sowieso kaum jemand mitbekommt, wenn es dann echt nicht so gut ist. Also ich hoffe, dass sie das so machen.